Ja, der erste Drehtag war noch so richtig was zum Anfassen. Holzwände wurden mit Leinwänden bespannt, wurden aufgestellt und dann haben wir 2 Szenen gedreht. Einmal die Szene mit den 2 Einstellungen in der Kirche, wo die Nazi-Soldatinnen in engen Outfits den Protagonisten erwarten. Götterdämmerung ist ein Leidenschaftsprojekt unseres Regisseurs Phil Ramke und es ist geradezu ansteckend, das Feuer, mit dem er an diese Sache rangegangen ist. Und so wurde daraus zunächst eine Kooperation, im weiteren Verlauf eine Freundschaft, ja, und im letztendlichen Verlauf dann eine fast familiäre Beziehung. Dann sind wir ja auch durch Woman Sky reingekommen und es hat einfach so viel Spaß gemacht und dann auch mit der Regieassistenz und mit Phil wirklich da zu sitzen und darauf zu achten und auch zu sehen, wie sich die Bilder entwickeln. Dann mit etwas Verzug kam eine weitere E-Mail rein von einem jungen Mann, der Dennis Mardaus. Und ich habe das Foto gesehen, ich habe seine Art und Weise gesehen, wie er in die Kamera geguckt hat und sein Lächeln gesehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, in dem Moment hat er mich schon überzeugt. Ich wusste, ich möchte mit diesem Mann diesen Film machen als Hauptdarsteller. Der nächste Drehtag, der anstand, war ein Drehtag in einem hochherrschaftlichen Haus, möchte ich fast sagen. Ein Ort, an dem die Nazis sich treffen, um eben ihren Zwischenstand zu besprechen, über die Ausgrabung, die sie unternehmen. Und auf der anderen Seite sitzen die Kritiker, die eben diese okkulten Experimente für Zeitverschwendung und für Hokuspokus halten. Auf den Heinrich Himmler, auf den Ingo Wimmer sind wir dadurch gekommen, dass ich Marie gesagt habe, die größte Herausforderung für uns, für diesen ganzen Film wird sein, die einzige historische Person, die wir dort zeigen, nämlich den Heinrich Himmler, dass der wirklich authentisch aussieht und gleichzeitig, dass er den Charakter Heinrich Himmler so lebt und so spielt in dem Film, in dem Teaser, dass es für die Fans des Films und auch für Kritiker authentisch wirkt. Dass man diesen Mann abkauft, er ist Heinrich Himmler und er ist dieser Massenmörder, den es damals ja wirklich gab, der ja keine erfundene Rolle oder Geschichte ist, das gab es wirklich. Also ich denke mal, der Herr Dr. von Klitzing, ja, der hatte auf jeden Fall einen hohen Neidfaktor erzeugt am Anfang, weil er war der Einzige, der essen durfte, alle anderen nicht. Aber wenn man dann so länger diese Platte angeguckt hatte und die dann schon nach einer Stunde dann da stand, ich glaube, dann hat man es auch irgendwann mal satt gehabt, ja. Der nächste Drehtag war auf der Marksburg, wo der Burgherr, der Herr Wagner, die Burg des Vereins uns für den Dreh zur Verfügung gestellt hat. Natürlich hatten wir nur einen sehr engen Zeitraum zur Verfügung bekommen, um eben die Touristengruppen nicht so stark einzuschränken. Aber die Marksburg hat sich sehr stark dafür angeboten als Drehlocation, weil sie eben auch ein beliebtes Touristenziel amerikanischer Touristen ist. Und da eine unserer Hauptzielgruppen eben Amerikaner sind, war es natürlich super, diesen Wiedererkennungswert auch ausspielen zu können und auf dieser Burg zu drehen. Auf diesem Dreh kam auch zum ersten Mal die Rebecca Dyson-Smith mit ans Set als die weibliche Protagonistin. Sie spielt die Tochter eines berühmten deutschen Widerstandskämpfers, die aber auch in ganz Europa aktiv ist, dort gegen die Nazis kämpft, ob es jetzt in Deutschland, Dänemark oder Norwegen ist. Und auf ihrem Weg trifft sie leider auf 2 Nazisoldaten, mit denen sie nicht gerechnet hat in dem Moment und muss natürlich ihre Waffe ziehen, die sie dabei hat und erschießt beide kaltblütig. Und damit zeigt sie auch ihr schauspielerisches Talent, nämlich einerseits dieses süße Mädchen zu spielen, vor der man gar keine Angst haben kann und plötzlich dann die eiskalte, professionelle Killerin ist, weil sie eben schon seit Jahren im Widerstand ist und natürlich auch sehr stark durch ihren Vater geprägt wurde. Wir haben in Deutschland eine Alternative gesucht, einen Wald gesucht, der so ähnlich aussieht, wie norwegische Wälder es eben tun. Und das war der Wahnsinn. Also wie gesagt, wir brauchten einen Hang und wir brauchten dort auch Bewegung, Kamerabewegung. Das wäre auf dem Slider nicht möglich gewesen, weil es wirklich halt so schräg runtergeht. Also hat mein anderer Cousin, der Stefan Weber, sich bereit erklärt, ein Podest in den Hang reinzubauen. Wir haben oft auch, wenn wir draußen gedreht haben, natürlich Druck gehabt, was die Lichtverhältnisse betrifft. Dann auch widrige Umstände, was Kälte betrifft. Das ist natürlich dann auch etwas, wo man mit kämpfen muss. Aber ich sag mal, da wir das alles wirklich aus Begeisterung machen und der finanzielle Erfolg erstmal nicht im Vordergrund steht, sondern einfach, weil wir wirklich Spaß an diesem Projekt haben, ist die generelle Stimmung und auch diese Freude danach einem gelungenen Dreh umso größer. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele
Drehmomente man da hat, wie oft man dann dreht. Das ist ja dann im letztendlichen Film eine Szene, die geht dann vielleicht 10 Sekunden und in Wirklichkeit sitzt da dann eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde dran und das ist schon echt krass. Unsere Effektleute haben wirklich wundervolle Bilder gezaubert in der Post-Production. Da wurde aus einer Burg, die irgendwo aufgenommen wurde, auf einmal ein Nazischloss mit wehenden Nazi-Fahnen, aus Szenen, in denen letztendlich irgendwelche Messerattrappen aus Hälsen gezogen werden, spritzen auf einmal Blutfontänen und das alles wirklich auf großem Niveau, wo man wirklich keinen Unterschied zu großen Produktionen sieht. Und wenn die Kinoproduktion letztendlich beginnt, sind diese Leute mit an Bord. Das heißt, der Film selbst wird von den gleichen Leuten vor und hinter der Kamera produziert werden. Das setzt neue Impulse und der deutsche Film braucht neue Impulse. Es braucht neue Gesichter, es braucht neue Talente, die letztendlich Risiken eingehen wollen, die nicht konventionelle Wege gehen. Und wenn eine Produktion Risiken und nicht konventionelle Wege gegangen ist, dann ist das definitiv Götterdämmerung. Das Wichtigste meiner Erfahrung nach für kleine Projekte, was jeder tun kann, ist, sie bekannt zu machen. Über alle Kanäle, die einem zur Verfügung stehen, vom simplen Gespräch mit Freunden bis über Social-Media-Kanäle, diese Projekte ins Bewusstsein zu rücken, dass potenzielle Investoren, potenzielle Vertriebskanäle merken, okay, da ist schon eine Fanbase, da ist Interesse daran, dass derartige Projekte realisiert werden. Und es ist einfach lohnenswert und ich finde auch gerade die neuen Schauspieler, die lernen dann auch viel dazu und ich finde auf jeden Fall, dass man das unterstützen sollte. Also ich kann nur sagen, das, was ich gesehen habe, finde ich richtig gut und ich hoffe, dass ganz viele Leute sich diesen Teaser anschauen werden, damit sie auch ein bisschen mehr verstehen, was die Jungs da wollen und Mädels, was die wollen und wohin der Weg gehen soll. Weil dann bekommt man vielleicht auch einen kleinen Einblick oder eine Vorstellung, was der ganz große Film dann werden soll. Und das finde ich richtig geil.